2014 wurde für Smartwatches noch eine blühende Zukunft vorausgesagt. Die Moto 360 hier war einer der ersten Uhren mit Android Wear. Zeitgleich erschien aber auch das Xiaomi Mi Band, ein Fitness-Tracker, der sich vor allem durch einen extrem günstigen Preis auszeichnete. Während man Android-Uhren wohl heutzutage als kleinen Flop bezeichnen kann, haben sich Fitness-Tracker oder insbesondere das Mi Band zu einem großen Verkaufsschlager entpuppt. Jetzt gibt es das Band des chinesischen Herstellers schon der 4. Generation. Ob es mit 35 € immer noch der beste Fitness-Tracker ist und ob es vielleicht sogar eure Smartwatch ersetzen kann, möchte ich euch in diesem Video zeigen. Kurz noch zur Transparenz, diesen Artikel habe ich von Gearbest zur Verfügung gestellt bekommen. Weitere Zuwendungen oder Absprachen gab es nicht. Ich erzähle hier einfach meine Meinung. Los geht's! Im Gegensatz zu den Vorgängerversionen sieht die Verpackung viel ansprechender aus, was wohl daran liegt, dass der Tracker mittlerweile auch im deutschen Einzelhandel neben Fitbit und Co. angeboten wird. Im Lieferumfang befindet sich das Armband, Ladeschale mit USB und eine Bedienungsanleitung auf Deutsch. Was natürlich direkt auffällt, ist das neue, fast 1 Zoll große AMOLED-Touch-Display. Mit 23 Gramm ist der Tracker zwar schwerer als der Vorgänger, im Alltag aber gerade noch so leicht, dass er mir im Handgelenk nicht negativ aufgefallen ist und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Das schwarze TPU-Armband lässt sich auch austauschen, da das eigentliche Gerät nur dieses runde Teil hier ist, was sich ganz einfach rausdrücken lässt. So gibt es von Xiaomi und Drittherstellern Bänder in verschiedenen Farben und sogar Modelle mit Leder- oder Metallarmband. Die Innereien hat man auf den neuesten Stand von 2019 gebracht. So funkt das Band jetzt im Bluetooth 5.0 Low Energy Standard, hat weiterhin präzise Lage- und Beschleunigungssensoren, einen optischen Pulsmesser, guten Vibrationsmotor, 50 Meter Wasserdichtigkeit und der Hersteller verspricht 20 Tage Akkulaufzeit. Hier kann ich aber schon mal vorwegnehmen, dass es halt stark von der Nutzung abhängig ist. Ein bisschen schade ist, dass es weiterhin kein GPS und NFC gibt. Beim GPS muss ich wohl sagen, dass man zugunsten der Akkulaufzeit und des Preises hier eine gute Entscheidung getroffen hat, da man auch auf das GPS vom Handy zurückgreifen kann. Vor allem begeistert das Band aber erstmal mit dem 12-Bit Farbdisplay, welches eine Helligkeit von 400 Nits erreicht und mit der Auflösung von 120 x 240 Pixeln im Trackerbereich dieser Preisklasse schon etwas Besonderes ist. So findet sich auf dem Homescreen auch nicht nur Schritte, sondern es ist noch Platz für die Uhrzeit und das Datum. Es gibt auch noch verschiedene Watchfaces zur Auswahl, die man mit Drittanwendungen sogar komplett selbst gestalten könnte. Mir gefällt das aber so eigentlich ganz gut und durch die vielen schwarzen Flächen ist es aufgrund des AMOLED-Panels auch sehr energiesparend. Trotzdem bleibt das Display natürlich einer der größten Energieverbraucher, weswegen es sich auch ziemlich schnell wieder abschaltet. Unten mit dem kapazitiven Button wacht das Band dann wieder auf oder man dreht es einfach mit dieser auf die Uhr guck Bewegung schnell zu sich und dann wacht es auch zuverlässig auf. Hier ist das Band auf die stärkste Helligkeit eingestellt und ist somit auch im direkten Sonnenlicht noch ganz gut ablesbar. Einziger Kritikpunkt ist, dass bei Kontakt mit Wasser der Touchscreen nicht mehr richtig reagiert und es auch zu Fehleingaben kommt. Das ist besonders unter der Dusche nervig. Nützlich ist aber auf jeden Fall, wie viel sich jetzt direkt über das Band einstellen lässt, sodass man nicht mehr auf die Smartphone-App zurückgreifen muss. Mit einem Wisch über das Display kann man zwischen verschiedenen Apps und Funktionen auswählen. Als erstes kommen die fitnesstypischen Anwendungen. Unter Status kann man die zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch und Aktivitätswarnungen ablesen. Als nächstes gibt es die Möglichkeit, noch manuell seinen Puls messen zu lassen. In der App gibt es aber auch Funktionen einer kontinuierlichen Herzfrequenzmessung, die dann aber je nach Intervall stark zur Lasten der Akkulaufzeit fallen. Weiter geht's mit Trainingseinheiten. Hier kann man verschiedene Sportarten auswählen und dann seinen Workout direkt vom Band aus starten und wieder beenden, der dann nochmal in der App als extra Aktivität gespeichert wird und eingesehen werden kann. Wie schon erwähnt, hat das Band kein GPS und je nach Sportart benötigt man dann eine Verbindung zum Smartphone, um sich halt davon die GPS-Informationen zu holen. An den nächsten Anwendungen wie dem Wetter hier wird klar, dass das Mi Band aber auch mehr sein will als nur ein reiner Fitness-Tracker. Hier kann man sich auch noch die Vorhersage für die nächsten 4 Tage anzeigen lassen. Besonders mit der Funktion Benachrichtigung vom Smartphone anzuzeigen, kommt man der Hauptaufgabe einer Smartwatch doch schon sehr nah. Unter mehr gibt es noch viele weitere Funktionen, wie zum Beispiel ein Wecker, Musiksteuerung, Timer, Handyordnung und so weiter. Und so gesehen kann man das Band dann also schon recht gut standalone ohne die Smartphone-App benutzen. Ich habe den Tracker jetzt 4 Wochen dauerhaft getragen und finde die Funktionen und den anspornenden Effekt, die so ein Gerät im Alltag auf einen hat, sehr positiv. Aus meiner Sicht ist solch ein Fitness-Tracker auch nicht unbedingt für professionelle Sportler gedacht, sondern eher halt für ganz normale Menschen, die ein Gefühl über ihre sportliche Aktivitäten bekommen wollen und sich auch dadurch motivieren wollen, mehr Sport zu treiben. Dazu passt dann auch sowas wie die Inaktivitätswarnung, die einen erinnert, wenn man schon zu lange rumsitzt, auch einfach mal aufzustehen und sich ein bisschen zu bewegen. Vor allem hat mir aber auch gefallen, wie gut das Band so Aufgaben einer Smartwatch übernehmen kann. Bei einem Anruf vibriert es am Handgelenk und man kann auch direkt sehen, wer dran ist oder das Gespräch direkt wieder abweisen. Benachrichtigungen erscheinen direkt mit einer leichten Vibration und man sieht, ob es sich lohnt, das Smartphone aus der Tasche zu holen. Auch die Wegfunktionen finde ich extrem angenehm, bei denen man dann tatsächlich nur durch die starke Vibration wach wird. Würde ich zugegebenerweise nicht immer als meinen einzigen Wecker benutzen, aber am Wochenende ist das doch okay.
Klar, eine Smartwatch kann auch noch vieles mehr, aber eigentlich sind doch genau das die Funktionen, die man letztendlich, wenn ich mich auch so in meinem Umfeld umgucke, benutzt. Den Rest erledigt man doch so oder so direkt besser an einem Handy, meine Meinung. Hinzu kommt, dass der Tracker eine viel längere Akkulaufzeit hat und man somit nicht wie bei den meisten Uhren über Nacht laden muss, sondern stattdessen den Schlaf tracken kann. Umfangreich ist auch die dazugehörige Mi Fit App, in der alle Daten gespeichert und ausgewertet werden können. Die Anwendung dient als Hub für alle Fitnessgeräte von Xiaomi, zum Beispiel habe ich noch die Smart Scale hier rumstehen. Hier baut sich der Hersteller also ein ganzes Ökosystem auf, ähnlich wie es auch bei den Smart Home Geräten wie den Saugrobotern ist. Die 93 MB große Anwendung ist genau wie der Tracker inzwischen komplett ins Deutsche übersetzt. So kann man das Mi Band also auch direkt aus China bestellen, die Sprache von Englisch auf Deutsch stellen und sich dann ein paar Euro sparen. Ich verlinke euch aber unter dem Video sowohl Quellen aus Fernost und Europa. Die App zeigt vor allem den Fortschritt und weitere Details über einen größeren Zeitraum an. So kann man Schritte, Kalorien und Schlafdaten sich in Tagen, Wochen und Monatsdaten zusammenfassen. Interessant fand ich vor allem die Möglichkeit, die Schlafdaten mit gleichaltrigen Nutzern in derselben Region zu vergleichen. Ja, wirklich cool. Ein immer gebrachter Kritikpunkt ist, dass der Hersteller tatsächlich Werbung in der App schaltet. Zugegebenerweise muss ich gestehen, dass es mich jetzt nicht sonderlich gestört hat, auch wenn es ohne natürlich schöner ist. Auch wird das Band mit euren Körperdaten hierüber konfiguriert, aber auch Funktionen wie die Benachrichtigungen einzelner Apps, Wecker, Inaktivitätswarnung und so weiter können nach eurem Belieben komplett konfiguriert werden. Die Einstellungen und Funktionen beeinflussen dann natürlich auch die Akkulaufzeit. Die Angabe von 20 Tagen des Herstellers ist durchaus realistisch. In meinem Test wollte ich aber auch mal alle Funktionen testen, also auch die kontinuierliche Herzfrequenz, Wecker, alle Benachrichtigungen immer mit Vibration und die Displayhelligkeit auf stärkster Stufe und so weiter. Bei so einem Betrieb hat sich dann die Akkulaufzeit auf 8 bis 10 Tagen verkürzt, was ich aber immer noch für so einen extremen Einsatz sehr gut finde. Andersherum muss man auch sagen, wenn man nicht alle Funktionen benötigt, sollte es auch möglich sein, die Laufzeit wie bei den Vorgängern auch durchaus auf 30 Tage und mehr zu pushen. Komme ich nun zu meinem Fazit. Xiaomi bietet in der 4. Generation für den Preis mal wieder eins der besten Fitness-Tracker auf dem Markt. Das Band zeigt aus meiner Sicht beeindruckend, warum sich Smartwatches weiterhin nicht wirklich durchsetzen werden. Sie sind A, viel zu teuer, B, haben eine viel zu kurze Akkulaufzeit und C, veraltern durch Android Wear viel zu schnell in den Funktionen. Somit sind Fitness-Tracker aus meiner Sicht einfach die beste Smartphone-Erweiterung. Mich würde dazu aber auch mal eure Meinung in den Kommentaren interessieren. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das gerne, indem ihr einen Like gebt und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. In der Videobeschreibung versuche ich die Affiliate-Links möglichst aktuell zu halten, um für euch den besten Preis zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.